Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Karl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With a majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect a merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the Steel Wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class destroyer. Bloodhound, this is Antler. Antler holds sonar contact. Able, bearing 337. Range 4,600 yards from Bloodhound. Evaluated as definite sub. Bridge, combat. New contact from sonar. Bearing 337. Range 4,600 yards. I designate contact. Able. Time 4:51. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 338. Range 4,700 yards from Bloodhound. Captain I. Officer of the deck, set general quarters. Set general quarters. Aye. General quarters. General quarters. All hands man your battle stations. Set conditions zebra throughout the ship. Stern depth charge detail manned and ready. Main battery ports manned and ready. Engineering officer watch reports engineering manned and ready. Zebra set. 4 boilers online. Max speed 32 knots. Electric plant split. All fire pumps online. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 339. Range 4,700 yards from Bloodhound. Very well. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 339. Range 4,800 yards from Bloodhound. Surface radar has a new contact. Bearing 339er. Range 4,800 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Able, last known at bearing 339. Range 4,800 yards from Bloodhound. Contact Able now bears
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Runde Destroyer the U-Boat Hunter, diesmal aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich über Wasser und nicht unter Wasser. Ich bin schon mittendrin, es gibt leider keine Pausefunktion, das heißt, ich muss da relativ schnell ein bisschen etwas einstellen. Wir begleiten einen Konvoi und haben Kontakt mit einem feindlichen Schiff. Mit einem U-Boot höchstwahrscheinlich. 343. Ich versuche das gleich alles zu erklären. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir die nötigen Befehle geben. So, volle Fahrt voraus. Wir fahren einen Fletcher Zerstörer. Wir fahren direkt. Oh je, wir fahren direkt hier. Da passen wir mal ein bisschen den Kurs ein. Ja, ich weiß. Range closing quickly. I say again, CBDR. Contact Able. Now Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber, also ich habe das Tutorial mir angesehen. Hab da ein bisschen was gemacht. Oh, das gibt eine Kollision. Oh, das gibt eine Kollision. Das gibt eine Kollision. Contact Able. Now bears 338. Oder doch nicht? Nein, das gibt keine Kollision. Der Frachter weicht aus. Sehr gut. Rudder 30. Surface radar has a new contact. Bearing 1. Oh, wir haben schon wieder einen neuen Kontakt. Niner. Range 4,800 yards. Hier geht's rund. New surface contact from radar. Ja, wir müssen aber erstmal die Außenansicht. Range 4,800 yards. I designate contact Baker. Time. So, wir haben zwei Kontakte. Da geht's rund. Peilung 198. Able ist verloren gegangen. So, der müsste vor uns sein. Aber wir sind zu schnell. Gehen erstmal runter. Antler. 358. Wasserbomben. Es tut mir leid, ich würde so viel gerne erklären, aber man stürzt hier quasi direkt in ein Gefecht. So. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 005. 005. Range 1000 yards from Bloodhound. 5. Aye, sir. So, bis Standard kann unser Sonar aufklären, das heißt, wir können auch mit Standardgeschwindigkeit fahren. Hier vorne kann man auch Ausguck. Jetzt glaube ich, bin ich ein bisschen entspannter. Ist ein weiteres Schiff, das wir kommandieren, beziehungsweise dem wir Befehle geben können. Die schmeißen gerade Wasserbomben auf den Kontakt Able. 011. Range 600 yards from Bloodhound. Bridge, starboard lookout. Warship, CBDR. Bearing 344. Range closing quickly. Ah, guck mal hier. Da haben wir hier Schiffsreste, das heißt, die haben Able versenkt. So schnell geht's. So, hier unten ist Kontakt. Ist der... Ja. Mal bitte hier hin. So, versenkt von Antler. Radarkontakt, den würde ich gerne finden. Dazu sagen wir dem Sonar, der ist irgendwo hinter uns. Hier. Und dann gehen wir auf die Brücke. Und laufen mal in Richtung des Ziels. Bloodhound, this is Antler. Antler made a depth charge attack on contact. Able. Sonar reports sound of a sinking submarine. Contact Baker now bears
Range 185. 5,300 yards. All escorts. Contact Able has most likely been sunk by Antler. Well done, Antler. So, was kann man hier auf der Brücke alles machen? Also wir haben die Rudereinstellungen. Contact Baker. Die kann man entweder Now hier rüber bears eingeben oder auch 183. hier rüber. Wir haben den Kurs, wir haben den 5,300 Kompass, wir haben unsere yards. Geschwindigkeit, wir haben hier oben unsere Schiffsansicht. Hier sieht man, wo das Sonar einen Kontakt erfasst hat. Das hier ist quasi das Ziel. Und das bringen wir jetzt hier auf unsere Fahrtrichtung und laufen mit Kraft darauf zu. Contact Baker. Now bears Bridge, poor lookout, oil slick, bearing 1-3. 180. Bridge, poor lookout, floating debris, bearing 1-3. Das U-Boot wurde versenkt, nicht von uns, sondern von unserem Begleitzerstörer. Das ist vollkommen okay. Also aktuell gibt es noch keine Kampagne, es gibt nur Missionen, die man fahren kann. 1 Stunde, 3 Stunden und noch länger und selbst designt. 180, Roger. Und in diesen Missionen ist es so, dass man einen Geleitzug beschützen muss vor Angriffen von U-Booten, die völlig aus dem Nichts kommen. Man muss nicht alles selbst versenken, man hat diese Begleitschiffe. Je nach Dauer, ich habe jetzt mal 1 Stunde ausgewählt. Ich habe 1 Stunde Dauer ausgewählt. Wir sehen das hier in der Zentrale, in der taktischen Übersicht. Hier ist der Konvoi. Dieser blaue Bubble ist unsere Luftunterstützung. Wir haben hier einen weiteren, das ist Antler, der eigene Zerstörer. Wir sind Bloodhound. Und hier Last range 3,500 yards. Antler, this is Bloodhound. Take new station in Convoy Screen. Dem kann man auch sagen, in welchem Bereich er sonaren soll, das Sonar benutzen soll. 180, das heißt, der ist ziemlich genau, aber das habe ich glaube ich schon eingegeben. Und in dieser Stunde wird man halt angegriffen, unerwartet von verschiedenen Anzahlen. Die Anzahl der U-Boote kann variieren. Ich habe ein 3-Stunden-Spiel gestern gemacht, da waren es am Anfang 6 U-Boote, da hatte ich aber auch ein bisschen mehr Begleitschiffe. Das war relativ einfach zu handeln und aber es war schon Stress, also es war schon herausfordernd, aber es ging noch. Und dann war erstmal 45 Minuten lang Ruhe und dann kam der nächste Angriff. Also man muss hier auf alles vorbereitet sein. Das ist die Brücke. Wir haben hier unser Sonar. Die Zentrale mit Radar. Da sieht man hier den Geleitzug. Und selbst, wir sind hier und hier ist der Antler, der zweite Zerstörer. Wir haben hier ein DRT. Das kann man benutzen, das ist aber automatisiert. Man kann es aber auch manuell bedienen, wenn man das möchte. Hier sieht man, wo Kontakte eventuell sind. Hier waren Kontakte. Hier sieht man den Sonar-Abtaster, wo er gerade hört. General Grant has been torpedoed and is taking on water. Oh nein, wir haben General Grant verloren. Seerohrspur westlich gesichtet, 2 Meilen von Konvoi. Ja, das erfordert jetzt wieder hier meine westlich. Westlich von Konvoi, Westen ist hier. 2 Meilen. Dann klär mal auf, mein Freund. All ships, maneuver to avoid. Ja, ein Schiff wurde torpediert. Wir sind halt nur zu zweit. Wir können immer nur einen kleinen Teil des Konvois absichern. Einfacher ist es, wenn man ein längeres Spiel macht. Da hat man 5 Begleitschiffe. Das heißt, man kann jede Seite oder 4 Begleitschiffe. Man kann also jede Seite gleichzeitig in irgendeiner Form decken. Wir müssen jetzt hier uns voll darauf konzentrieren. 171. Dann wollen wir mal schauen. Zentrale, Kontakte. Sonarkontakt, Baker ist das. Immer noch. Wir gehen mal in die Außenansicht. Wir laufen jetzt also volle Kanne hier. 167. Very strong propeller noise.
So, er hat gesagt, geringe Tiefe haben wir schon eingestellt. 162. Periskop. Torpedo im Wasser. Eieieiei, hier geht's rund. Geschützsteuerung. 162. Bridge, poor lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing, 022. Range closing quickly. I say again, CBDR. Bridge, starboard lookout. Torpedo in the water. Bearing, 1. So, wir sind relativ nahe schon. Ich krieg gar nichts mit. Mal schauen, ob wir den erwischen. 137. Bridge, starboard lookout. Torpedo in the water. Bearing, 196. Ah, der läuft ab. Lost contact. Baker. Last bearing. 137. Last range. 200 yards. 137. Jetzt haben wir den Kontakt verloren. Macht keinen Sinn, jetzt Wasserbomben zu schmeißen. Wir müssen erstmal den Kontakt wiederfinden. Kontakt verloren. Taktisch. Mal ein bisschen langsamer. Hier war er. Wir hätten ihn also wahrscheinlich nicht erwischt. Ist sowieso relativ schwer, die zu erwischen. Muss ich ehrlich gestehen. Der Antler kann uns mal suchen helfen. Und wir geben auch mal... Verkleinern mal ein bisschen den Suchradius. Sonar, this is the captain. Investigate ARC 187. Hier war seine letzte Position. Das heißt, er muss hier noch irgendwo sein. Bridge, poor lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing, 0. 8. Range closing quickly. I say again, CBDR. Investigating ARC 107 through 197. Aye, sir. Handelsschiffpeilung, ja. Ich habe schon den Kurs korrigiert. Das ist das Schwierige, gerade wenn U-Boote auf einmal mitten im Konvoi beginnen, ihren Angriff zu starten, was sie durchaus tun, dann wird es äußerst schwierig, in irgendeiner Form die Kontrolle über die Situation zu behalten, ohne auch irgendwie eine Kollision zu verursachen. Aber so sieht man auch mal ein Handelsschiff von der Nähe. Auf jeden Fall werden wir nicht kollidieren, weil der Frachter weicht aus und wir haben auch den Kurs angepasst. Wir sind also relativ safe. So, wir suchen immer noch den Kontakt. Aber wir finden ihn nicht mehr. Sonar, combat. Investigate ARC 062 through 242. Mach doch mal in die andere Richtung, bitte. Investigating ARC 062 through 242. Sonar I. Vielleicht hat er sich auf Grund gelegt. Die Luftunterstützung ist nicht immer da. Der wird irgendwann melden, dass sein Tank leer ist, dass er zurück muss. Dann ist er eine Weile verschwunden und kommt dann wieder, hat dann aber auch wieder eine Anflugzeit. Das heißt, er meldet, okay, er startet jetzt. Er braucht 60 Minuten, um anzukommen, oder 20 Minuten oder 15 Minuten, je nachdem, wie lange die Mission dauert, um uns wieder zu unterstützen. Er findet ihn aber auch nicht. Was etwas seltsam ist. Aber er ist auf jeden Fall noch da. This is the captain. Perform active search. 0452225. Active search. Es ist ein schönes Spiel. Es ist am Anfang immer stressig in diesen. Ich hoffe, das wird in den Kampagnen anders und ich hoffe wirklich, dass der Entwickler sich dazu entscheidet, eine Pausenfunktion in das Spiel einzuführen.
Das wäre der Hammer. Es gibt keine Pausenfunktion. Es gibt keine Funktion, die Zeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Das sollte man wissen. Wenn man jetzt eine 3-Stunden-Mission spielt, das heißt, man braucht tatsächlich reale 3 Stunden Zeit. Und man muss sich auch darauf einrichten, dass man in diesen 3 Stunden durchaus auch mal 1,5 Stunden neben dem Geleitzug herfährt, ohne dass auch nur ein Furz passiert. Also da hat der Entwickler durchaus noch Luft nach oben. Wir haben noch, jetzt haben wir ja Ruhe. Der Kontakt ist irgendwie verschwunden. Ich nehme stark an, dass er gleich wieder auftaucht. Ich würde jetzt, dass wir den armen Geleitzug nicht zu weit alleine lassen, sagen wir Antler mal, er soll in diese Richtung. Und wir werden uns hier positionieren. Das heißt, wir machen halt erstmal gucken, Außenansicht. Wo können wir denn? Wir können eine Linkskurve fahren. Ja. Wir sagen mal Standard und leicht links. Rudder 20 degrees left. Rudder 20 degrees left. Aye, sir. Man kann das auch von der Brücke aus tun. Ich mache es lieber in der Außenansicht, weil ich da eine bessere Übersicht habe, denn hier in der Brücke ist die Übersicht doch etwas bescheiden. Aus diesen kleinen Gucklöchern sieht man nicht sehr viel. Man sieht vor allen Dingen auch nicht, was hier weiter links zu sehen ist. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber die Außenansicht bietet da durchaus die Möglichkeit, sein Umfeld gut zu beobachten. Wir fahren jetzt hier eine Kurve, setzen uns auf die andere Seite des Geleitzuges. Schauen mal, ob wir da noch was finden. Wir horchen hier. Das ist übrigens nicht die relative Lage, sondern die tatsächliche Lage. Wir haben Kontakt mit Baker. 333. Active search. Wo haben wir ihn? Er ist hier. Der war unter uns, die Sau. War die unter uns? Ja, der war unter uns. Gut, Antler. Take new station. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Baker, bearing 324. Range. Jetzt drehen wir uns einmal sinnlos im Kreis. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to assigned station. Roger. Antler maneuvering to assigned station. Mitten zwischen den Schiffen. 314. Range 1,800 yards from Bloodhound. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Baker, bearing 310. Range 1,400 yards from Bloodhound. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Ja, Merchant Ship, ich weiß. 2-9. Range closing quickly. I say again, CBDR. Der weicht natürlich jetzt beschissen aus. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing. Das heißt, wir müssen eine kurze Kurve fahren. I say again, CBDR. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Baker, bearing 3. Das meine ich. Der ist mitten im Geleitzug. 1,100 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Baker, last known at bearing 322. Range. Jetzt hat er auch noch den Kontakt wieder verloren. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. New sonar contact. So. 2, 3, 5. Range. Gucken wir mal, dass wir hier rumkommen. 200 yards. Das wird ein bisschen eng. New contact from sonar. Bearing 235. Range 3,200 yards. I designate Das wird ein contact bisschen Charlie. eng. Time Wir haben 5:13. noch ein U-Boot. Starboard lookout. Merchant
Noch ein U-Boot. Ja, wir kommen da durch. Zentrale, wo ist C? C ist hier. Bridge, poor lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing, 3, 2, 1. Range closing quickly. I say again, CBDR. Surface radar has a new contact. Bearing 233. Range 3,100 yards. Lost contact. Charlie, last bearing 232. Last range 2,800 yards. Bearing steady. This is Black Cat. Air support no longer available. Ja, meine Luftunterstützung verzieht sich. Charlie now bears 232. Range 3,100 yards. Stand by to fire. Kontakt verloren, Kontakt verloren. Daran muss man sich gewöhnen. Die sind gar nicht so schlecht, die U-Boote. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 298. Appears to be periscope feather. 298. Course 298. Aye, sir. 298. Combat sonar. Regain contact. Da ist er. Bearing 227. Range 3,200 yards. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 270. Appears to be periscope feather. Very strong propeller noise. New course 2. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 235. Appears to be periscope feather. Combat sonar. Contact. Charlie now bears 223. Range 3,200 yards. Da ist er. Combat sonar. Regain contact. Baker bearing 212. Range 200 yards. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 182. Appears to be periscope feather. Contact increasing depth. Wake on combat sonar. Contact. Baker now bears 130. Range 200 yards. Very strong propeller noise. ready depth charges. Medium pattern. 30. Course 130. Aye, sir. Er ist abgetaucht. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 033. Range 200 yards. Very strong propeller noise. Und läuft mit voller Kraft. Course 033. Aye, sir. Und versucht uns natürlich auch zu entkommen. Zumindest mal kann er keinen Torpedo mehr schießen, denn wenn die... Contact. Baker. Now bears 322. Range 400 yards. Contact decreasing depth. Aye, sir. Steady as she goes. Bridge, poor lookout. Das heißt, er kommt wieder hoch. 1/3 to the horizon. Bearing 296. Appears to be periscope feather. Und schon hat er sein Periskop wieder draußen. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 269. Range 500 yards. Contact increasing depth. Wir sind halt leider auch... haben einen sehr bescheidenen Wendekreis. Ehrlich gesagt. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 223. 223. 400 yards. Wake on right. 400 Yards. Macht eine Rechtskurve. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 197. Appears to be Die sind beide periscope zusammen. feather. New course. Dann nehmen wir das Periskop. 7. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 175. Range 400 yards. Bearings drifting left. Läuft nach Backbord. Ich weiß leider jetzt nichts mehr über die Tiefe. Die wird nämlich nicht konstant immer mitgesagt. Oder bei jeder zweiten Meldung mitgesagt, sondern die wird einfach nur ab und zu mal
genannt. Ah, der läuft wieder von uns weg. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Steady as she goes. Aye. Steady on course 20. Er läuft vor uns weg. Er läuft vor uns weg. Combat sonar. Lost contact. Baker. Last bearing 080. Last range 200 yards. Kontakt verloren. Ah, meine Nerven! Wir gucken mal, ob wir ihn nicht in die Enge treiben können. Jetzt müssen wir da ein bisschen löschen. So, lieber Antler, du hörst mal in diese Richtung und nimmst mal Kontakt B auf die und wir versuchen C zu kriegen. Nein, B. B. Antler, this is Bloodhound. Attack your contact. Acknowledged. Sonar. This is the captain. Investigate arc 1092289. Investigating arc 109 through 2. Ach, ist alles noch so neu. Alles noch so herausfordernd. Aber es macht Spaß. Oh. Oh. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Baker, bearing 038. Range 1,900 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Baker, last known at bearing 038. Da haben wir doch was. Range 1,900 yards from Bloodhound. Ganz Bearing plötzlich. steady. Combat Kontakt sonar. wieder verloren. Lost contact. Charlie. Last bearing 18. Er ist unter uns. Last range 30 yards. Was habe ich eingestellt? Ich glaube mittlere Tiefe. Ready depth charges 3 shallow pattern. Er ist tiefer. Verdammt. Hard right rudder. Hard right rudder. Ready depth charges. Deep pattern. Die Pattern. Surface radar has a new contact. New Contact. 186. Range 186. Noch einer. 3,600 Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Range combat. New surface contact D, from hier ist noch radar. einer. Bearing 186. Range 3,600 yards. I designate contact dog. Time 5:21. Lost contact. Dog. Last bearing 184. Last range 3,300 yards. Sonar. This is the captain. Perform active search. 0912271. Active search 091 Through 271. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 088. Through 268. Lunar Voyage has been torpedoed and is on fire. Ja, da haben wir das nächste Schiff verloren. Läuft heute nicht. Es läuft heute einfach nicht. Oh, wir haben hier B und hier haben wir... Ist das C? Das kann man halt hier auch relativ so gut wie gar nicht erkennen. We've lost Lunar Voyage. All ships. Maneuver to avoid. Roger. Antler maneuvering to assigned station. Man kann es einfach nicht erkennen auf dieser Karte.
Einer dürfte jetzt wahrscheinlich war mal links von mir, einer war jetzt genau rechts von mir, die sind unter mir. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Baker, bearing 059. Range 2100 Baker ist yards abgelaufen. from Bloodhound. Dann versuchen wir da mal hinterher zu kommen. 059. Course 059. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. 059. Gucken wir mal, dass wir den hier, Sonar, combat. Investigate Arc. 3, 2, 6. den hier irgendwo finden. 6. Investigating arc 017. Und sagen dem guten Antler, Aye, sir. Antler bitte C aufs Korn nehmen. Beziehungsweise suchen. Der muss hier irgendwo sein. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Baker, last known at bearing 062. 062. Range 1,500 yards from Bloodhound. Hier müsste er sein. Combat sonar. Regain contact. Baker. Baker, da haben wir ihn. bearing 064. 064. Range 1,200 yards. Bearing steady. Ich weiß jetzt halt nicht, wie immer, nehme ich mal mittlere Tiefe. Ich weiß nicht. Surface radar has regained contact. Peilung Dog. Bearing Der ist aufgetaucht. 9er. Range 4,200 yards. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears Antler. 067. Du musst jetzt leider hier angreifen. 800 yards. Contact increasing depth. Increasing Depth. Okay. Dann ist er wahrscheinlich ganz tief. Deep pattern. Immer noch 067. Ich glaube, das habe ich schon eingegeben. 067. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 074. 074. 400 yards. Es tut mir leid. Ich kann nicht viel erklären. Es ist alles sehr stressig. Mit Pause könnte man hier wunderbar alles mal erklären, aber es ist einzig und allein Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 127. Range 100 yards. Combat sonar. Lost Das war zu contact. früh. Baker. Last bearing 127. Das war zu früh. Last range. Das war zu 100 früh. yards. Estimated depth shallow. Das war viel zu früh. Da war ich zu hektisch. Zu hektisch. Ah, doch. Aber es war zu früh. War zu früh. Sie sind zu weit weg und sie waren zu tief. Der ist in mittlerer Höhe. This is Antler. Antler regained contact. Dog, bearing 203. Range 4,300 yards from Bloodhound. Ready depth charges. Medium pattern. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Steady as she goes. Aye. Steady on course 27. Jetzt müssen wir natürlich wieder finden. Sonar, combat. Investigate arc. 193 through 283. Combat sonar. Investigating arc. 193. Regain contact. Kontakt. Charlie, bearing Da haben wir ihn. 199. Range 2,700 yards. Wake on right cut. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Wollen wir noch mal schauen, ob wir da rankommen.
Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 196. Range 2,700 yards. Strong propeller noise. 196. Aye, sir. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir da rankommen. Contact. Charlie. Now bears 194. 195. 2,500 yards. Strong 195. Strong Propeller. Okay. Hinterher. Mittlere Tiefe lassen wir mal. Wir haben noch keine Tiefenmeldung bekommen. Vielleicht bekommen wir sie auch gar nicht. Dann ist das Ganze... Bloodhound, this is Antler. Ja, Antler greift Dog an. Da sieht man ihn fahren. Das könnte ein Volltreffer werden. Ja. Das wird ein Volltreffer. Höfts, der ist zerstört. 193. Range 1,900 yards. Bearing steady. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 193. Range 1,600 yards. Bearing steady. Bloodhound, this is Antler. Antler made a depth charge attack on contact. Dog. Sonar reports sound of a sinking submarine. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 193. Range 1,300 yards. Strong propeller noise. All escorts. Contact Dog has most likely been sunk by Antler. Congratulations to your crew, Antler. Ja, herzlichen Glückwunsch. Können das hier mal löschen. Dann kann Antler sich um B kümmern. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 193. Range 1,000 yards. Strong propeller noise. 3. Course 193. Aye, sir. Aber immer noch keine Tiefenmeldung. Das heißt, es wird wieder... Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 700 Yards. 93. Range 700 yards. Estimated depth medium. Medium haben wir auch eingestellt. Das ist gut. Das heißt, wir dürfen jetzt nur nicht die Peilung verlieren. Und auch immer schön gucken, dass unser TRA richtig eingestellt. 194. 194. Range 400 yards. Estimated depth medium. Das ist gut. Immer ein bisschen korrigieren. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 208. Ändert er wieder den Kurs. 100 yards. Estimated Aber depth medium. Combat sonar. Lost contact. Charlie. Last bearing 208. Fire 1. Last range 100 yards. da waren wir zu schnell. Ich krieg das noch raus. Fire 3. Ich krieg das noch raus. Wir fahren jetzt erstmal noch ein Stück geradeaus. Und versuchen ihn im Sonar 208. Sonar. This is the captain. Investigate arc 1292. Bridge, starboard lookout. Full debris. Bearing 019. Bridge, starboard lookout. Wir haben ihn beschädigt. Bearing 019. Active search 163 through 253. Aye, sir. Wir haben ihn auf jeden Fall erwischt. Wir gehen mal in den Ausguck.
09. Was war's? Was hat er gesagt? Ölspur 019. Das ist irgendwo hier hinter uns. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Gucken wir, ob wir sie sehen. Leider nicht. Ich sehe keine Ölspur. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Wir drehen mal. All escorts. Contact Charlie as most likely Wir haben ihn been sunk versenkt. by Bloodhound. Well done, Sehr schön. Bloodhound. Sehr schön, sehr schön. Wir haben nur noch 16 Minuten in dieser wunderbaren Mission. Also ihr seht, das Spiel ist, also wenn man eine Stunde spielt, ist das Spiel durchaus knackig. Bei 3 Stunden sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man dann auch mehrere Folgen draus machen. Investigate arc 170 through 260. Jetzt haben wir nur noch B. Investigating arc. 523, Sonar. 260. Hier irgendwo. Sonar I. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0052095. Wollen wir mal Active schauen. search. 005 through Steady as she goes. Regain contact. Baker. Bearing. Baker. 015. 015. 2,800 yards. Estimated depth. Shallow. Shallow. Stellen wir ein. ready depth charges. Shallow pattern. All Und gehen engines wieder ahead, auf Standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 011. Range 2,600 yards. Bridge, starboard lookout. Oil slick, bearing 044. Bridge, starboard lookout. Floating debris. Bearing 046. Very strong propeller noise. Ja, wir müssen hier trotzdem erstmal ausweichen. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Und dann wieder auf den Sonarkontakt einschwenken. 011. New course. 011. Course 011. Aye, sir. Da wird das Oberkommando nicht sehr zufrieden sein. Weiß nicht, haben wir 2 Schiffe? 2 oder 3 Schiffe haben wir verloren von dem Konvoi. Das ist nicht gut. Aber ohne uns wären es noch viel mehr geworden. Gucken in die Zentrale. Löschen das alles mal. Ja, Antler und ich laufen direkt drauf zu. Auf den Kontakt B. Baker. Bridge, poor lookout. Oil slick. Bearing 334. Bridge, poor lookout. Floating debris. Bearing 333. Sonar. This is the captain. Investigate arc. 331. 2061. Investigating arc 331 through 0. Wir haben, glaube ich, auch nur noch einen Gegner. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Baker, 002. 002. Range 1,100 yards. Das ist der from große Bloodhound. Vorteil, wenn man zu zweit jagt, einen Kontakt, dann wird die Kontaktrate durchaus besser. Man klärt besser auf. So, das müsste ziemlich parallel sein. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 3. Baker. 5-9. Range 700 yards. Bearing steady. New course. 359. Course 359. Contact Aye, making sir. a sharp left turn. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 355. Range 300 yards. Bearing steady. 55. Course 355. Aye, sir. Wollen wir noch mal schauen, ob wir ihn... Fire 1. Ah, der ist abgetaucht. Niemand hat es mir Lost gemeldet. contact. Baker. Last bearing Fire 3. 5. Die explodieren zu hoch. Last range 300 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Oh, nee. Baker, bearing 187. Range 100 yards from Bloodhound. Oh, das war ein Poor Volltreffer. lookout. Oil slick. Bearing
Sehr schön. 7, 8, bridge, 4 lookout. Floating debris. Bearing 1, 7, 8. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Baker, last known at bearing 177. Range 400 yards from Bloodhound. Dann wollen wir mal wieder hier Antler reporting. aufschließen Maneuver to assigned station. Roger. und laufen auf 140. New course 140. Course 140. Damit wir auch wieder neben den Geleitzug kommen. Jetzt ist die Frage, 11 Minuten haben wir noch. Ich weiß nicht, ob in den 11 Minuten jetzt tatsächlich noch ein weiterer Angriff erfolgt. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt einfach 11 Minuten lang ganz gemütlich neben dem Schiff, neben dem Konvoi herlaufen. All escorts. Contact Baker has most likely been sunk by Antler. Congratulations to your crew. Nein, das wurde von mir versenkt. Investigate Arc 2, 8, Und wir hören mal in diese Richtung. 0, 6. Active search. 3, 5, 9 through 1, 7, 9. Aye, Sir. So, dann kann ich ja jetzt die letzten 11 Minuten vielleicht nutzen, um so ein bisschen meine Erkenntnisse zu teilen. Also das Sonar, das hier ist, muss man ein bisschen umdenken. Das ist nicht die relative, sondern die tatsächliche Lage. Das heißt, 0 ist immer Norden und 180 ist immer Süden. Man kann das auch umstellen, aber ich finde so tatsächlich praktischer, weil die anderen Schiffe auch immer die tatsächliche Lage durchsagen. Und nicht die relative Lage. Das TAA funktioniert bei den Kontakten eigentlich so, dass man diese Linien parallel zu den Sonarkontaktlinien legt. Und wenn die Sonarkontaktlinien, die oberste Sonarkontaktlinie quasi hier diese gepunktete Linie erreicht, dann kann man die Wasserbomben schmeißen. Und sollte dann auch treffen, wenn man die richtige Tiefe eingestellt hat. Die Tiefenanzeige Durchsage ist nicht wirklich vorhanden. Manchmal ja, manchmal nein. Das macht es ein bisschen schwierig und zu einem Glücksspiel, aber es funktioniert. Wir haben es gesehen, wir haben 2 U-Boote versenkt. Wir haben noch die Geschütze. Die Geschütze können eingesetzt werden, wenn zum Beispiel die Seerohre auftauchen oder das Boot ganz aufgetaucht ist, was durchaus auch schon passiert ist. Dann kann man das durchaus auch entweder manuell beschießen oder man hat ja dann einen Radarkontakt. Kann man automatisch auf den Radarkontakt einschwenken und schießen. Nachts kann man die Suchscheinwerfer einschalten. Sieht man hier. Oder, wenn man sich nicht sicher ist, kann man hier auch die Munition ändern. Und die klassischen Leuchtraketen abschießen. Die machen allerdings nicht lange hell. Das macht es aber den Ausgucken leichter. Also auch wenn man vermutet, dass da ein U-Boot ist, kann man es dem Ausguck durchaus erleichtern. Die Ausgucke kann man auch durchspringen, kann auch selbst suchen, wenn man das möchte. Allerdings habe ich bis auf aufgeklärte Ziele oder Ölspuren oder Trümmerteile noch nicht wirklich auf diese Weise auch ein U-Boot entdeckt. Da ist die KI tatsächlich schneller als man selbst. In der Zentrale hat man diese taktische Übersicht. Wir ändern den Kurs auf 170, 170. Um ein bisschen den seitlichen Schutz zu garantieren. Also die U-Boote kommen meistens von der Seite, selten von hinten, weil sie von hinten einfach nicht mehr rankommen. Oder von vorne. Und versuchen dann hier auf die Flanken zu kommen, um von der Seite aus anzugreifen. Dann hören wir mal in die Richtung. Dann haben wir es, glaube ich, gut abgedeckt. Ich höre in die hören in die, dann passt das. Wir haben hier eine Übersicht über die Kontakte. Wir bekommen immer den Kontakt angesagt, den wir ausgewählt haben. Das habe ich schon gezeigt. Hier sind die, da löschen wir mal alles. Hier sieht man, hier werden die Kontakte quasi eingezeichnet, wie sie sich bewegen, kann man benutzen, geht automatisch. Man kann aber auch manuell irgendwas eintragen, wenn man das möchte. Da kann man mal ein bisschen größer machen. Hier wird in real der Kurs aufgezeichnet und man sieht auch, wie sich der Gegner verhält, wo er lang fährt, wenn wir gerade einen Gegner hätten. Dann kann man hier wunderschöne Berechnungen machen.
Kann man, muss man aber nicht. Geht automatisch. Man kann es aber auch einfach manuell machen. Es soll wohl erfahrenen Spielern, die wissen, wie das bedient wird, extrem viel Spaß machen. Ich bin noch kein erfahrener Spieler. Ich bin Neuling, absoluter Neuling und bin froh, dass ich überhaupt ein paar U-Boote treffe. Da die die sind schon herausfordernd. Die weichen aus, die tauchen auf einmal ab, die ändern die Kurse, so wie das eigentlich sein soll. Es ist nicht stumpf irgendeine Meldung, die man dann anfährt und versenkt, sondern man muss sich schon bemühen, da auch tatsächlich dran zu bleiben. Dann haben wir noch das Radar. Da sehen wir unseren Geleitzug und Antler, der irgendwo hier ist. Aber wir sehen, kein U-Boot hat gerade sein Periskop ausgefahren oder ist aufgetaucht. Die würden wir nämlich sehen. Ja, zur Brücke gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Diese 3 Linien sind immer ist der tatsächliche Norden. Ja, das soll ein bisschen die Navigation vereinfachen. Ich verlasse mich allerdings tatsächlich zum größten Teil über das, was mir das Sonar ansagt. Die sagen immer die tatsächliche Lage durch und das funktioniert auch relativ gut. Ja, ansonsten können wir jetzt hier noch ein bisschen diesen, ich sage mal, trüben, wie viel Uhr haben wir? Wo ist die Uhr? Auf der Brücke ist eine Uhr. Hier war irgendeine Uhr. Wir haben 5:45. Ist das richtig? 5:45. Na gut, der Minutenzeiger, der Stundenzeiger müsste ein bisschen weiter hier sein, aber der ist nach der 5. Also entweder ist es 5:45. Oh. Ah ja, hier kann man das Ruder übrigens auch einstellen. Wenn man das möchte. 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Sich ein bisschen umsehen. Hier fliegt extrem viel Staub rum. Extrem viel Staub. Und der redet mit sich selbst die ganze Zeit. Das ist mir auch schon aufgefallen. Könnte man mal wieder putzen hier auf dem Kriegsschiff. Das ist Antler. Antler legt los. Antler fährt vor. Jetzt habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Der Konvoi, der fährt hier irgendwie in diesem Missionsgebiet immer hin und her. Also es ist nicht so, dass der konstant hier in eine Richtung fährt. Wenn die Anweisung kommt, dass sie ausweichen sollen, dann weichen sie auch aus. Aber irgendwie kann es sein, dass der eine Weile hier so Richtung Norden eiert. Und dann auf einmal wieder Richtung Westen und dann wieder Richtung Osten und wieder in Richtung Norden, mal Richtung Süden. Das ist ganz verwirrend. Und ja, es hat nichts mit meiner Position zu tun. Natürlich sind die Anzeigen mal rechts, mal links, mal oben, mal unten. Das ist mir schon klar. Aber die Schiffe fahren nicht wirklich in eine Richtung. Kann ich so nicht unterschreiben. Jetzt fahren wir scheinbar hier irgendwie nach Westen. Das heißt, wir schwenken auch mal auf 240. Gucken noch ein bisschen durch kleine Löcher. Und dann haben wir noch 3 Minuten. Spannende 3 Minuten, bis diese Mission beendet ist. Und dann werden wir bewertet. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Wobei wir, glaube ich, alle U-Boote versenkt haben. 2 Schiffe verloren und alle U-Boote versenkt. Aber auch ein General verloren. Das könnte vielleicht nicht so gut ankommen. Muss man ehrlicherweise sagen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ähnlich wie U-Boat Spaß macht. Wenn man alle Techniken, die ich jetzt noch nicht so beherrsche, verstanden hat, dann kann das richtig viel Spaß machen. Und ich bin auch tatsächlich auf die Kampagne gespannt. Die ist noch nicht verfügbar. Vielleicht gibt es dann auch unterschiedliche Missionsklassen, unterschiedliche Schiffsklassen. Was ich gesehen habe in der Vorankündigung, es wird ähnlich wie bei U-Boat so sein, dass wenn man ein U-Boot nur beschädigt durch Wasserbomben, dass das dann auftaucht
Dann kann man es mit den Bordkanonen zerstören, kann aber auch vorher die Mannschaft retten, kann Gefangene machen. Also da scheint wohl ganz, ganz viele Funktionen noch zusätzlich hinzuzukommen. Momentan in dieser Version kann man nur diese Schnellgefechte machen. Was aber auch nicht schlimm ist, denn sie reichen völlig aus, um, ich sag jetzt mal, sich in die Mechanik hineinzudenken. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, ein U-Boot zu finden. Über Wasser, unter Wasser, Sonar, Radar, viele Informationen. Dann hat man immer Begleitschiffe, die man noch kommandieren muss und kann und sollte. Also es ist ein sehr komplexes Spiel, was ohne Pausefunktion in einer stressigen Situation auch wirklich Stress erzeugt. Ja, also ich hatte gestern 3 Stunden Gefecht mal zum Testen angefangen, also wirklich reale 3 Stunden. Und da sind wir von 7 U-Booten gleichzeitig attackiert worden. Ich hatte 4 oder 5 Begleitschiffe und diese Luftunterstützung. Und da muss man schon die eigenen Aktionen vom eigenen Schiff, aber auch die Aktionen von den anderen Begleitschiffen extrem gut koordinieren können und immer im Kopf irgendwie ein vollständiges Lagebild haben, wo denn gerade die Gegner sind, damit man nach Möglichkeit keine Schiffe verliert. Ich habe Schiffe verloren. Ich habe aber auch von diesen 7 U-Booten, glaube ich, sind 5 versenkt worden. Und die restlichen 2 konnten wir erfolgreich hinter uns abdrängen, sodass sie nicht mehr an uns rangekommen sind, sondern uns nur noch hinterhergefahren sind. Also es ist ein Spiel, ich kann es nur empfehlen, wer dieses Zweite Weltkriegs Marine-Setting liebt, wer U-Boat liebt, der sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob er nicht in dieses Spiel auch reinschnuppert, um dort seinen Spaß zu haben tatsächlich. Es macht Spaß. Ich werde auf jeden Fall noch 1, 2 Missionen spielen. Ich werde die auch hochladen. Ich denke, es wird auch mit der Zeit besser. So, da haben wir es geschafft. Der Konvoi ist gesichert. Der Captain trinkt seinen Kaffee. Der Ausguck guckt. Und sucht. Wir werden fotografiert. Als Erinnerung. Und dann kommt auch schon die Wertung, hoffentlich. Kleiner Sieg. Verluste des Konvois unglücklich. 2 Schiffe, verlorene U-Boote, kritisch 4 U-Boote gesunken. Ja, passt doch. Passt doch. Wertung B. Gar nicht mal so schlecht. So, und hier sieht man das auch. Nochmal zusammengefasst. Early Access Version. Prozedural generierte Kampagne mit mehreren Cutscenes, Story-Elementen und einer größeren Missionsvielfalt. Eisberge, das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Also es gibt verschiedene Umweltbedingungen auf den Karten. Die kann man noch aktivieren. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Verbesserte KI bei Freund und Feind. Für noch spannendere Schlachten. Also das, was ich bisher gesehen habe, finde ich schon spannend genug. Ich weiß nicht, ob man die KI noch besser machen muss. Ja, ich habe jetzt eingestellt die mittlere Intelligenz. Ich habe es gestern auch auf der hohen Intelligenz versucht, ein schnelles Spiel zu machen, 1 Stunde lang. Da habe ich überhaupt kein U-Boot erwischt. Die sind so dermaßen hoch und runter und ab und auf und tief und links und rechts und ausgewichen. Ich bin da überhaupt nicht hinterhergekommen mit dem Schiff. U-Boote, die Begleitschiffe, einschließlich ihres Zerstörers angreifen. Das ist schon drin. Ja, ich bin gestern auch torpediert worden. Einmal. Überlebendenrettungen, Munitionslimits. Momentan ist es so, die Munition ist unbegrenzt. Das heißt, ich kann Wasserbomben schmeißen bis zum Abwinken. Spannend wird es dann, wenn man so eine 3-Stunden-Mission fährt und hat nur eine begrenzte Anzahl an Wasserbomben. Da muss man schon haushalten. Technische Defekte bei Begleitschiffen. U-Boote, die bei kritischen Schäden auftauchen, Kollisionsangriffe durchführen und Kriegsgefangene machen. Also, wie gesagt, es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Ich hoffe, ihr schaut euch das U-Boat Let's Play an. Und dann sage ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Bis dahin.